Hallo ihr Lieben, ich mache heute ein quadratisches Top mit U-Boot-Ausschnitt. Super einfach und mit ganz schöner Wolle, einer schönen Qualität. Das Top besteht aus 2 Quadraten. Das Rückenteil ist einfarbig und das Vorderteil hat eine Streifenfolge, also nach jeder Runde wechseln wir die Farbe. Wir lassen den Faden mitlaufen. Die letzte Masche wird immer mit der neuen Farbe angehäkelt. So kommen wir später noch einmal. Jetzt fangen wir an mit einem Häkelring. Für diesen Luftmaschenring nehmen wir 6 Luftmaschen auf und schließen mit einer Kettmasche zum Ring. Nun häkeln wir 3 Anfangsluftmaschen. In dieser ersten Runde häkeln wir 4 Ecken ohne Mittelteil. Anders gesagt, wir häkeln 3 Stäbchen und 3 Luftmaschen im Wechsel. Jede Runde schließen wir mit einer Kettenmasche. Nun häkeln wir 3 Anfangsluftmaschen. Nun häkeln wir im Stäbchenlochmuster weiter in der Streifenfolge. Ich wiederhole mich jetzt, also das Stäbchenlochmuster sind 3 Stäbchen, 1 Luftmasche, 3 Stäbchen an der Seite und in den Ecken, in den 3 Luftmaschen der Vorrunde, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Die erste und zweite Runde sind in eine Richtung, in der dritten Runde wenden wir die Arbeit. Das erkläre ich später. Jede Runde schließen wir mit einer Kettenmasche. Nun häkeln wir 3 Anfangsluftmaschen. Dann drehen wir die Arbeit um, häkeln in die entgegengesetzte Richtung. Nach jeder Runde wechseln wir wieder die Richtung und häkeln zurück. Das hat einen Kanteneffekt. Wenn man das nicht möchte, kann man auch weiter in Runden häkeln und es ergibt sich auch ein schönes Ergebnis. Zwischen den Ecken sind 26 Bündel.
Und da ist die Größe jetzt erreicht. Zwischen den Ecken sind in der letzten Reihe 26 Bündel für die Größe 40-42 und für die kleinere Größe 38 sind 24 Bündel. Und dann ist es zu Ende und schon ist das T-Shirt fertig. Also 2 Teile haben wir jetzt. Hier muss ich dann noch weitermachen, das ist noch nicht fertig, sehe ich gerade. Das ist das Rückenteil, da muss ich jetzt noch weiter arbeiten. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich das anziehe. So, jetzt haben wir das fertig, beide Teile. Und die legen wir jetzt aufeinander, das ist das Rückenteil. Der runden Anfang ist unten. So, und jetzt können wir das beenden. Und zwar schließen wir jetzt an beiden Seiten bis zu den Armausschnitten. Unten bleibt offen und oben 11 cm auf jeder Seite für die Schulternähte. Das machen wir dann von der linken Seite aus, weil ich die häkeln. Ich häkel die mit einem Kettenstich zusammen. Ihr könnt sie aber auch zusammen nähen. Das ist euch überlassen. Also hier war der runden Anfang. Genau, so sieht es aus und dann legen wir die natürlich rechts auf rechts, wenn wir sie zusammen so, also 30 cm auf der Seite, also bis hier wäre das, genau, und das häkeln wir jetzt zusammen. Also fange ich direkt hier an. Also beide Schenkelchen. So, ich mache das erstmal alleine zu Ende. So, jetzt kann man das hier ganz schön sehen. Das ist von links, also hier ist es offen und hier sind die Seiten zusammen, die Schultern.